Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel Unpacking. Viel Spaß! Dann schauen wir mal, wo wir aufgehört haben. Genau, wir haben das Kinderzimmer eingerichtet und das Badezimmer und im unteren Stockwerk in unserem Haus haben wir hier das Klo und den Eingang eingerichtet. Die Garage können wir nicht einrichten. Wir haben jetzt noch das Arbeitszimmer übrig, das Wohnzimmer, die Küche, das Esszimmer, unser Schlafzimmer und unser Ankleideraum. Ich würde sagen, wir fangen im unteren Stockwerk an, im Erdgeschoss. Und fangen hier drüben mit dem Arbeitszimmer an. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes hier die Kiste auf dem Schreibtisch. Was ist denn hier drin? Ein Preis. Den können wir an die Wand hängen. Eine kleine Hexe. Noch ein Preis. Ich würde gerne die Preise hier oben hinstellen. Vielleicht machen wir hier so eine Preiswand. Schauen wir mal, wie viele wir haben. Ein Buch über Typografie wahrscheinlich. Ein Buch über Medizin vielleicht. Das sieht aus eher wie ein Fantasy-Buch. Kleine Schubladen zum Aufbewahren von kleinen Dingen. Die kommen vielleicht eher auf den Schreibtisch. Ein Notizbuch. Noch ein Notizbuch. Sollen die vielleicht eher hier unten hin? Vielleicht. Ein Mülleimer. Ein Papierkorb. Der kommt hier unter den Schreibtisch. Eine Aktentasche. Und das war's. Der Schreibtisch ist ja sogar einer zum Hoch- und Runterfahren. Ein elektrischer Schreibtisch. Die sind super. So einen habe ich auch. Die helfen, dass man nicht so viel Rückenschmerzen bekommt, weil man häufiger steht. Dann stelle ich die Pflanzen hier mit auf den Schrank. Kleine Post-its kommen hier daneben. In Pastellfarben. Ein Radiergummi. Kann ich das aufmachen? Nein. Kleine Vokabelkärtchen. Damit kann man sich besser an Sachen erinnern. Kopfhörer. Ich lege die auch erstmal auf den Schreibtisch. Ein Laptop. Ein Buch übers Zeichnen. Noch ein Buch wahrscheinlich über, wie man Tiere zeichnet. Und ein paar Stifte. Was ist in der Kiste? Das ist wieder das Newtonpendel. War es Newtonpendel? Ich glaube, es war das Newtonpendel. Ein weiteres Notizbuch. Ein Bild. Das hängen wir in die Pinnwand. Sieht aus wie ein Hahn. Ich weiß es nicht genau, aber so sieht es für mich gerade aus. Wegen dem roten Hahnenkamm hier. Was ist das? Ein Hühnerstall. Dann würde der Hahn Sinn machen. Das hier ist ein Schweinchen. Was ist das? Eine Schiene vielleicht? Wenn man viel zeichnet, könnte man vielleicht Probleme mit dem Handgelenk haben. Vielleicht ist es so eine Handgelenksschiene. Da ist noch einmal dieses Schweinchen mit dem rosanen Schweinchen. Kopierpapier. Noch ein Notizbuch oder vielleicht sind da die Zeichnungen drin. Noch eine von den Zeichnungen. Und weitere Notizbücher. Oder, ja.
Nicht Notizbücher, Zeichenbücher. Vielleicht lege ich die Akten lieber hier raus und tue den Kabelsalat hier verstecken. Mal schauen. Oh, hier ist ein großer Bildschirm. Dann müssen wir die Sachen hier doch ein bisschen zur Seite räumen. Jetzt haben wir einen großen Bildschirm. Mit kleinen Figürchen, die drauf sitzen. Und einem Foto, das dran hängt. So, der muss natürlich hier schön mittig sein. Der Computer, kann ich den hier unten drunter stehen haben? Ich hoffe es. Eine Wanduhr. Die kommt hier hin. Der Würfel. Die kleine Figur mit der Gitarre, Ukulele. Irgendwie sowas. Stehe ich daneben. Haben wir ein Kinderbuch illustriert? Das sieht aus wie der Zeichenstil von uns. Wie süß. Das kommt hier mit dazu. Ja, es sind 2 von dem gleichen Buch. Also, ich tue die mal hier unten hin. Die müssen wir vielleicht verschicken an Leute. Weil das haben wir gemacht. Das ist unser eigenes Buch. Eine Tastatur. Noch mehr von den Büchern. Ein Massageball. Und ein Poster zu dem Buch. Und eine Maus. Noch ein Preis. Dann hänge ich das lieber hier hin und hänge den Preis hier hin. Ich wollte die Preise hier zusammen haben. Ein großes Zeichentablet. Sekunde. Ich muss hier noch ein bisschen Platz machen dafür. So. So. Und so. Da ist jetzt genügend Platz. Hoffe ich. Machen wir das so. Und das Pendel stelle ich hier dazu. Eine Ukulele. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht woanders hinräume. Stifte. Ein weiteres Buch über Anatomie. Ein Buch über Landschaften. Ein WLAN-Router. Ich stelle den hier drüben hin. Ein Buch wahrscheinlich über Posen oder sowas. Ein Ukulele-Ständer. Vielleicht kann ich die hier hinstellen. Ja, da steht sie doch gut. Und mehr Zeichenbücher. Eine Lampe, damit wir uns nicht die Augen kaputt machen, wenn wir bis spät in die Nacht arbeiten. Mehr Stifte, noch mehr Stifte. Und eine Lavalampe. Und noch so ein Sortierkästchen. Ein Buch übers Ukulele spielen. Und Noten. Und wofür ist das? Das Zeichentablet kann ich da nicht reinstellen. Es ist, wenn ich tatsächlich nicht digital male, sondern auf einer Leinwand male. Das macht Sinn. Mal schauen, ob das so geht. Okay, dann haben wir das Arbeitszimmer erstmal fertig. Dann machen wir hier im Wohnzimmer weiter. Schauen, was hier zu tun ist. Die Pflanze kann ich hier oben ins Regal räumen. Das sind wieder unsere Steinchen.
Die hätte ich vielleicht alle in so ein Kästchen gestellt. Ein Bild von einem Vogel im Sonnenuntergang. Wie? Ja, sieht mir nach einer Wie aus. Sammeln wir mal die Controller hier unten drin. Ein Receiver. Mit Fernbedienung. Die können wir auch hier auf den Tisch legen. Was ist hier drin? Wahrscheinlich sammeln wir hier wieder unsere ganzen Spiele. Das Fotoalbum. Das kommt hier hin. Wir haben Bücher und Spiele. Oder haben vielleicht Spiele von verschiedenen Marken. Sortieren wir sie hier mal. Je nachdem, welche Farbe die Ränder haben. Das ist ein Buch, definitiv. Das ist auch definitiv ein Buch. Das ist ein Spiel. Das ist... Nein, das ist ein Spiel. Ein DS, ein 3DS. So einen hatte ich auch in der Farbe. Das ist ein DS-Spiel. Das ist auch ein DS-Spiel. Noch ein Controller. DS-Spiel. Wo sortiere ich die schwarzen dazu? Hier. Und es passt nicht mehr genügend rein. Dann kommt es zu den Büchern. Ein Brettspiel. Nehmen wir mal die Nintendo DS-Spiele hier runter. Dass die beisammen bleiben können. In der Hoffnung, dass wir da nicht noch mehr bekommen. Komm schon. So. Ein Wasserkocher, der gehört definitiv nicht ins Wohnzimmer. Der Talisman, der kann hier an die Wand. Ein Kissen. Eine Drachenstatue. Oh, die will ich hier über den Fernseher in die Mitte haben. Ein Stock. Kann ich den hier reinstellen? Ja, ein Gehstock. Noch ein Nintendo DS-Spiel. Der Alien-Kopf. Kann ich die Lampe eigentlich anmachen? Ich kann die Lampe anmachen. Die Stehlampe. Die Kisten kommen dahin. Eine Gießkanne. Wasserspray. Und Untersetzer. Solange das Kind noch nicht krabbelt, kann ich die hier unten hinlegen. Natürlich sind noch mehr Spiele da. Naja. Vielleicht nehme ich dann das hier runter und das da oben hin. Das hilft auch nicht viel. Das passt schon nicht mehr hier rein. Dann kommt das hier oben hin. So. Und die Untersätze kommen hier hin. Und die Spiele sind hier unten. Die passen auch schon nicht mehr rein. Wir müssen die Bücher ins Arbeitszimmer. Hilft alles nichts. Hier müssen die Spiele bleiben. Noch ein Brettspiel.
Noch mehr Spiele. Muss ich hier oben noch welche stapeln. Und eine Decke. So. Und noch ein Untersetzer. Das war's jetzt aber. Okay, dann nehme ich den DS, den lege ich mal kurz hier oben ab. Kann ich das da reinlegen? Den DS kann ich nicht da drauflegen. Ich kann ihn neben den Receiver legen. Der Wasserkocher gehört in die Küche. Den kann ich da schon mal hinstellen. Und die Bücher räume ich ins Arbeitszimmer. Hier. So, und das Buch auch. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das Wohnzimmer erstmal so und schauen, was das Spiel dazu sagt. Okay, wir haben heute das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer eingerichtet. Beim nächsten Mal ist die Küche und das Esszimmer dran. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!